Hey, ich bin endlich aus der Schule zurück und das heißt, wir können heute endlich anfangen, für die Bandsäge einen kleinen Unterschrank zu bauen. So, und ich würde sagen, genau das machen wir jetzt auch. Los geht's! So, in den letzten Tagen habe ich hier ein bisschen aufgeräumt und beim Aufräumen habe ich noch ein paar Reste Siebdruckplatte gefunden. Bei dem hier müssen wir auf jeden Fall zwei Kanten schneiden. Ich habe allerdings noch zwei kleinere Stücke gefunden, die recht schmal sind und von der Breite her dürften die eigentlich genau für unseren Schrank passen. Das heißt, die schneiden wir einfach nur auf Länge. Das große Stück können wir auch auf die gleiche Länge schneiden und dann schneiden wir es noch auf Breite und dann können wir eigentlich auch schon mehr oder weniger mit dem Einbau beginnen. Als ich den alten Schrank auseinandergebaut habe, habe ich den eigentlichen Boden drin gelassen. Das heißt, der sitzt jetzt hier unten. Und jetzt haben wir drei neue Seiten zugeschnitten. Und damit wir die gut befestigen können, muss ich jetzt sozusagen diese obere Platte nochmal lösen, denn die ist hier oben mit jede Menge Bolzen befestigt. Und dann schrauben wir sozusagen durch die Siebdruckplatte und machen die Bolzen dann mit dem Gestell und der Siebdruckplatte wieder fest. Das heißt, jo, ich muss jetzt erstmal an allen Seiten bis auf hier vorne die Bolzen dann leider wieder aufdrehen. Aber das geht ja schnell. Oder auch nicht, weil es ziemlich schwierig ist, da ranzukommen. Aber irgendwie wird es schon gehen. Ich wollte jetzt eigentlich gerade hier das Loch für die Bolzen bohren, geht aber nicht. Dieses Loch und dieses Loch von dem anderen Rahmen, was jetzt irgendwie schlecht ausgedrückt war, die sind nicht übereinander. Und da ich nur zwei Hände habe und auch nicht so viel Kraft in den Fingern, kriege ich das nicht hochgeschoben. Ich habe aber eine super Idee. Ich habe nämlich eine von diesen neuen Zwingen, bei denen man einfach den Kopf umdrehen kann. Ach so, Moment mal, nee, so rum. Und das ermöglicht es einem, dass man nicht etwas zusammendrückt, sondern auseinanderschiebt. Und ich denke, wir probieren das jetzt mal aus, ob ich das eventuell hier so ein bisschen dazwischen kriege. Und wenn ich das richtig ansetze, hey, oh, können wir das Ganze hochdrücken, natürlich nicht zu weit, aber so, dass es passt. So, und jetzt sind beide Löcher auf einer Ebene und jetzt können wir hier ganz entspannt unser Loch bohren. Und wenn wir schon dabei sind, können wir dann an der Stelle einfach auch direkt den Bolzen schon mal wieder einsetzen. Das war grundsätzlich eine super Idee. Hat auch gut geklappt. Was ich natürlich überhaupt so gar nicht bedacht habe, ist, dass diese Bolzen schon relativ knapp berechnet sind von der Länge. Das heißt, mit der Siebdruckplatte da drin passen die nicht. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was machen wir? Also erstmal können wir das wieder auseinanderbauen und ich denke, dadurch, dass hier noch Löcher sind, wo wir das Ganze am Ende festschrauben können, werde ich jetzt einfach von den Siebdruckplatten oben, ich sag mal, einen Zentimeter vielleicht abschneiden, das Ganze dann nochmal einsetzen und dann nur über die unteren Löcher hier fixieren und das sollte genauso gut funktionieren. Wäre natürlich schön, wenn ich es vorher gewusst hätte, weil dann hätte ich jetzt nicht alles 20 Mal machen müssen. Gut, ist so. Dafür haben wir gesehen, wie sinnvoll eine Zwinge sein kann, die auch drücken kann und nicht nur zusammenziehen. Jo, wir bauen alles wieder auseinander und sägen noch ein bisschen.
noch ein paar von diesen Regalpins über von meiner Kappsägenstation und ich denke, für die beiden Seitenwände wäre es gar nicht schlecht, wenn ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, auf verschiedenen Höhen Regalbretter einzubauen. Das heißt, ich werde mir jetzt hier einfach das mal so ein bisschen einzeichnen. Wo ich denn gleich die ganzen Löcher bohren muss. Und das muss natürlich auf beiden Seiten sein, weil man braucht ja immer 4 Pins, die den Boden halten, damit er nicht irgendwie abstürzt. Und dann ist natürlich noch die ganz wichtige Frage, wie viele von diesen Pins, also wie viele Löcher bohre ich und wie ist der Abstand? Ich würde euch jetzt gerne fragen, was ihr davon haltet, aber das funktioniert nicht, weil es ein Video ist. Insofern 10 cm. 10 cm ist jetzt einfach mal die Entscheidung. Und während ich 10 cm einzeichne, so, weiß ich nicht, ob das so gut ist, aber machen wir jetzt so. Man kann ja immer noch mehr Löcher bohren. Schwieriger ist ja, die Löcher wieder wegzunehmen. Also machen wir es mit 10 Löchern. Nicht mit 10 Löchern, sondern mit 10 cm Abstand. So, auf der anderen Seite natürlich das gleiche Spiel nochmal. So, jetzt wo wir das markiert haben, ab zur Bohrmaschine. Am Ende ist es eigentlich so wie meistens. Ich bin ja kein großer Fan von Schrauben und als ich die beiden Seitenteile eingesetzt habe, habe ich gemerkt, dass ich weder hinten noch hier vorne die beiden Löcher für die Schrauben überhaupt erreiche. Ja, gut, also es hat eigentlich alles nicht so richtig geklappt, aber ich habe jetzt einfach klassische Einlegeböden gemacht, wie ich sie auch bei meiner Kappsägenstation habe. Vorne mit ein bisschen Nussholz dran, damit es auch nach ein bisschen was aussieht. Und der Trick ist jetzt, wenn ich jetzt die Böden reinsetze, stabilisiert sich das Ganze extrem, weil ich die Böden exakt genau so breit gemacht habe, wie der Korpus innen ist. Das heißt, egal wie ich drücke oder wo ich drücke, hier bewegt sich jetzt gar nichts mehr. Also haben wir das Ganze auch ohne Schrauben ganz gut gelöst. Und wenn ich jetzt den letzten Boden noch reinsetze, so, ist der Schrank soweit fertig, super stabil und ich würde sagen, das lässt sich auch halbwegs sehen. Also wir können jetzt hier alles Mögliche reinstellen. Wir können natürlich die Böden von der Höhe auch verändern. Wir haben ja insgesamt 4 Einstellungsmöglichkeiten. Aber ich denke, so macht es erstmal am meisten Sinn. Jetzt hat man 3 Fächer, wo man halbwegs größere Sachen reinpacken kann. Ich hole mal eben etwas, was zum Beispiel da reingehören könnte. Ich habe hier noch so einen Winkelanschlag für die Bandsäge.
eine dieser Sachen, die man nie benutzt, aber die irgendwie dazugehören. Und ich habe euch ja erzählt, dass die Säge schon älter ist als ich. Das heißt, sowas, weiß ich nicht, davon trenne ich mich jetzt auch nicht. Habe aber hier unten so ein kleines, schönes Fach. Ja, und schon ist es weg. Perfekt, immer noch 3 Fächer und ein halbes Platz. Ich würde mal sagen, das Projekt hat ganz gut geklappt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst mir gerne ein Abo da. Bis zum nächsten Schulkurs kriegen wir auch ein paar mehr Videos wieder hin. Ja, und ansonsten macht's gut, genießt die Sonne und ciao.